Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Fan-Talk heute mit unserer Nummer 28, Landon Ferraro. Eine kurze Warnung bloß für euch alle. Wir werden den Fan-Talk heute sehr kurz halten, denn Landons Vater ist heute in der Stadt. Der ist aus Tschechien extra hier hochgefahren mit dem Auto. Der ist nämlich momentan in Tschechien für den kanadischen Fernsehsender, um über die U20-WM zu berichten. Und Landon hat den, glaube ich, jetzt seit 6 Monaten nicht gesehen und die haben ein bisschen was zu erzählen. Aber er wollte trotzdem hier vorbeikommen. Deshalb wollen wir es ein bisschen kürzer halten. Landon, still, first question, that was pretty much fun tonight, right? Yeah, honestly, that was the most fun I've had playing here so far. That was like a playoff game. It was, I mean, especially after our last, what was it, 6 that haven't gone so well. So to kind of have this one, especially come, one more before the break and kind of keep moving, it was a lot of fun. Also er sagt, das war das Spiel, was ihm am meisten Spaß gemacht hat, seit er hier ist. Euch wahrscheinlich auch. Er sagt, es war wie ein Playoff-Spiel. Es war wirklich, in den letzten 6 Spielen ging es immer so hoch und runter und ziemlich viel hin und her. Und deshalb war es sehr, sehr gut, dass das heute so gut geklappt hat. What especially went that well? What was the difference in comparison to the last games? I mean, we kind of changed how we were going to attack a little more on the forecheck, and I think everyone just kind of figured it out quicker than we were expecting, and they didn't seem to really have an answer for us. So I mean, we're a team that can skate, so when we actually can push the play like that, it's hard for teams to break out clean, and when you're doing that, it just gives you a chance to be moving forward all the time, and it was a lot of fun. And when you can have the puck as much as we did tonight, it obviously makes it a little bit easier on you. Also er sagt, wenn man den Puck so oft hat wie die Eisbären heute Abend, dann macht es das Spiel natürlich sehr einfach. Er sagt, sie haben so ein bisschen was am Vorchecking geändert, wie sie die gegnerische Mannschaft attackieren, und das hat überraschend schnell auch tatsächlich funktioniert. Und so eine Mannschaft wie die Eisbären, die so gut Schlittschuh laufen kann, wenn das dann auch noch funktioniert, dann ist es sehr schwierig für die andere Mannschaft, da irgendwie ins Spiel zu kommen. Und er sagt auch, dass die Mannheimer irgendwie überhaupt nicht damit klargekommen sind, mit der Spielweise, wie die Eisbären heute gespielt haben. I just mentioned it, and the TV already talked about it too. Your dad is in town today. He watched that game. Was it some special motivation for you, and did you score the goal for him? I mean, I wouldn't say I scored it for him, but I mean, I just had my mom in town for like 4 games, so I think she's gonna be a little pissed that I didn't do it when she was here. But no, it's been I'm still adjusting, and I started off so well that I kind of expected to keep going, and it's been a little tougher, but I'm just trying to kind of find my game here. And again, when the guys are moving as well as we did tonight, it makes it a lot easier to just kind of keep pushing. And for me, I don't have the best hands in the world, but I can skate. So when the puck keeps moving forward, it makes my game a whole lot easier. When was the last game your dad attended? Honestly, it was probably 2 seasons ago, because I was hurt for pretty much 2 years. So it's been a while, and to have him here, and especially in a game like this against Mannheim, and the building was obviously just extremely loud. It was a lot of fun. Ich habe ihn nach seinem Vater gefragt. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, Ray Ferraro ist durchaus eine NHL-Legende, der über 1000 Spiele in der NHL gemacht hat. Also schon jemand, der sich im Eishockey auskennt. Und ich habe ihn gefragt, wie das so war, vor ihm zu spielen. Und er sagte, er hat auf alle Fälle vor 2 Jahren oder 3 Jahren war es irgendwie das letzte Mal, dass er ihn spielen sehen hat. Und ich habe ihn gefragt, ob er das Tor vielleicht auch ein bisschen für ihn geschossen hat. Und er sagt, naja, vielleicht nicht so gerade für ihn, aber es war natürlich schön zu treffen. Seine Mutter allerdings, die wird ein bisschen sauer sein. Die war nämlich die letzten 4 Spiele da und er hat kein Tor geschossen.
Deshalb, ja, hat er so ein bisschen gemischte Gefühle dabei, aber er sagt auch, dass er sich noch ein bisschen anpassen muss. Es lief in den ersten Spielen unheimlich gut für ihn. Jetzt ist er so ein bisschen runtergerutscht und es läuft nicht mehr ganz so gut. Deshalb ist er natürlich froh, dass er heute mal wieder es geschafft hat, ein Tor zu schießen. Und er hat nicht die besten Hände, aber er kann wirklich gut Schlittschuh laufen und das versucht er natürlich dann einzusetzen und es macht ihm auch leichter, das einsetzen zu können, wenn auch alle anderen so gut Schlittschuh laufen. Und er freut sich natürlich, dass sein Vater so ein Spiel wie heute erlebt hat. Er sagt, es war so unglaublich laut in der Arena. Es hat richtig viel Spaß gemacht. And then one more question. You just said you arrived a little later to Berlin. Have you found out about the city? I think you're a pretty open-minded guy. Vancouver is a big town as well. Do you like Berlin as a city, as you experienced so far? Yeah, it's been great. I mean, Vancouver's a pretty big city, but you get here and it feels like a pretty small town. Like our downtown's like an island. So, I mean, this just kind of stretches. I was laughing though, like I live, I don't know, like 3 blocks from Checkpoint Charlie, and I had my, like a friend asked, like, have you seen it yet? I'm like, no, I haven't got over there. I'm like, I'll go see it. I realized I walked by it about 3 times. I didn't realize how small it was, but no, it's been amazing. There's so many things to do, and like I said, my mom was here, and so we were going to all different places, and it's a little bit different than Des Moines, Iowa, where I've been the last 2 years. So no, I've really enjoyed it so far. Also ich habe ihn nach Berlin gefragt, wie er so die Stadt erlebt. Er kommt aus einer Großstadt, Vancouver ist seine Heimatstadt und er sagt aber, Vancouver im Vergleich zu Berlin ist sehr klein, ist mehr eine Insel. Er sagt, er lebt mitten in der Stadt, direkt am Checkpoint Charlie. Er war noch nicht so richtig da. Ein Freund hat ihn gefragt oder hat ihm gesagt, er soll mal vorbeigehen und er hat gesagt, er hat es gar nicht mitbekommen, aber er ist schon 3, 4, 5 Mal da vorbeigelaufen und hat es gar nicht so wirklich mitbekommen, weil man es gar nicht so richtig sieht. Ihm gefällt es sehr gut, es gibt so viele Sachen zu tun und er hat mit seiner Mutter so ein bisschen die Stadt erkundet und es ist wirklich sehr, sehr schön. I recall the first game you watched here. You said half the time you watched the fans and half the time you watched the game. It was pretty distractive. Is it a distraction on the ice as well? I mean, it's just so different from back home, especially in the American League. Like you have some buildings that you have what we think are pretty good fans, but that just means there's people there. Yeah. No, like you're trying to talk on the ice and sometimes you don't really hear as much as you do when you guys really get going, but at the same time, like it's so easy to feed off that and there's so much energy in the building. It's just something completely different than I've ever experienced. It's been a lot of fun. Habe ihn nochmal gefragt, weil er nämlich das erste Spiel, was er hier erlebt hat in der Arena, da hat er nur zugeguckt und hat gesagt, er hat die Hälfte des Spiels immer nur die Fans beobachtet und die Hälfte des Spiels hat er aufs Eis geguckt und da sagt er, das ist hier eine ganz andere Art, Eishockey zu spielen, weil es sehr, sehr einfach ist, die Energie aus der Arena mitzunehmen aufs Eis. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, wenn man sich so mit den Mitspielern unterhalten will. Da ist es manchmal recht laut. Da muss man irgendwie sich konzentrieren, das tatsächlich auch mitzubekommen. Aber es macht natürlich viel Spaß. Und er sagt, so in der American Hockey League ist es so, da denkt man in manchen Arenen, dass es gute Fans sind. Aber das heißt einfach nur, dass mehr Leute da sind, von der Lautstärke nicht zu reden. Und deshalb macht es hier natürlich viel Spaß, Eishockey zu spielen. Habt ihr eine Frage? Keine Fragen? Dann ist unser Fragesteller dran. Herr Tschigan? He's going to explain it. He said the game against Krefeld doesn't matter anymore. You can lose if you play against Mannheim like that. He's very proud of you guys. That'll do.
Doesn't work every weekend. Keine Frage? Wahnsinn. Das ist gut. Gibt es sonst noch eine Frage? Okay, dann machen wir hier Schluss an der Stelle. Wir werden Landon sicherlich irgendwann anders nochmal zu einem Interview bekommen. Das könnt ihr euch dann alle angucken. Ich danke, dass ihr hier geblieben seid. Ich danke, dass ihr ruhig wart. Vielen Dank. Und vielen Dank natürlich vor allem an unsere Nummer 28, Landon Ferraro.